Was in den nächsten 96 Stunden in Paris und Frankfurt passiert, wird darüber entscheiden, ob ihre Ersparnisse und die deutsche Wirtschaft einen Schock erleiden, von dem sie sich jahrelang nicht erholen. Vor genau 48 Stunden, am Mittwochnachmittag, hat die neue französische Regierung das Undenkbare getan. Sie hat ein bindendes Referendum über den Austritt aus der Eurozone angekündigt. Die Abstimmung in genau 4 Monaten ist keine Verhandlungstaktik mehr. Es ist eine politische Kriegserklärung an die europäische Stabilität. Die Bedingung aus Paris ist eindeutig. Die EZB muss sofort alle Zinserhöhungen zurücknehmen und einen unbegrenzten Ankauf französischer Staatsanleihen garantieren. Andernfalls tritt der sogenannte Frexit-Mechanismus in Kraft. Die Märkte reagierten mit einem historischen Schock. In der asiatischen Handelssession brach der Euro zeitweise um 4 Cent ein. Der DAX eröffnete gestern mit einem Verlust von über 450 Punkten. Die Logik der Algorithmen ist gnadenlos, Freunde. Ein ernsthafter Frexit bedeutet das Ende des europäischen Projekts, wie wir es kennen. Kapitalverkehrskontrollen, ein Zusammenbruch des Zahlungsverkehrs und Strafzölle, im zweistelligen Bereich auf deutsche Exporte nach Frankreich, unserem größten Handelspartner. Das ist keine Theorie mehr. Das ist eine reale Bedrohung, die gestern auf unseren Bildschirmen eingepreist wurde. Während die Panik um sich griff, formierte sich in Deutschland der entscheidende Widerstand. Aus mehreren unabhängig voneinander bestätigten Quellen in Berlin und Frankfurt wissen wir, während die EZB-Spitze in einer nächtlichen Marathonsitzung feststeckte, hat die deutsche Koalitionsspitze im Kanzleramt ein einheitliches, kompromissloses Ultimatum formuliert. Die Botschaft ist eine reine Machtdemonstration. Deutschland wird einer vorübergehenden Liquiditätsbrücke nur zustimmen, wenn Frankreich das Referendum sofort und öffentlich aussetzt und einer vollständigen Offenlegung seiner Haushaltsrisiken zustimmt. Keine Diskussion, kein sanfter Druck. Die Wirkung ließ nicht lange auf sich warten. Noch in derselben Nacht wurden geplante Presseerklärungen aus dem Élysée-Palast abgesagt. Der DAX erholte sich noch vor Handelsschluss um einen großen Teil der Verluste. Der unmittelbare Bankrun wurde abgewendet. Doch, und jetzt hört mir genau zu, dies ist kein Sieg. Es ist ein Waffenstillstand. Was wir erlebt haben, war die Generalprobe für den totalen Kollaps und der lebende Beweis, wie dünn das Eis ist, auf dem unser gesamter Wohlstand steht. Die wahre Krise kommt nicht von außen. Sie brodelt im Kern der EU selbst. Und die entscheidende Frage für Sie als Anleger ist nicht mehr, ob der nächste Akt beginnt, sondern wie Sie darauf vorbereitet sind. Schreiben Sie mir in die Kommentare. Fühlen Sie sich vorbereitet? Oder hat Sie die Geschwindigkeit dieser Krise überrascht? Um zu verstehen, warum die scheinbare Stabilisierung der letzten Stunden so fragil ist, muss man einige Tage zurückgehen. In jene Phase, in der diese Krise nicht öffentlich sichtbar war, aber hinter den Kulissen bereits vorbereitet wurde. Am Montag, dem 25. Januar, kamen die Finanzverantwortlichen der Eurozone in Brüssel zu einem informellen Abendessen zusammen. Solche Treffen sind Routine. Doch dieses hier verlief anders. Nach übereinstimmenden Berichten aus mehreren beteiligten Stellen wurde eine interne Analyse aus dem Umfeld der französischen Notenbank thematisiert. Der Kern war explosiv. Eine weitere Zinserhöhung der EZB würde den Schuldendienst Frankreichs in einen Bereich treiben, der politisch nicht mehr tragbar wäre. Diese Einschätzung war keine öffentliche Warnung. Sie war eine interne Drohung mit Ansage. Diese Information sickerte nicht an die Öffentlichkeit. Aber sie erreichte die Risikomanager großer Banken und die Vorstandsetagen unserer DAX-Konzerne. Bereits am Dienstag setzte eine stille, aber massive Umschichtung kurzfristiger Liquidität ein. Es ging nicht um Panik, sondern um kalte, berechnende Vorbereitung. Das ist der Moment, in dem die Profis handeln, bevor die Nachrichtenagenturen auch nur den ersten Satz getippt haben. Viele verbinden eine Euro-Krise mit den großen Exporteuren wie Volkswagen oder Siemens. Doch die eigentliche Achillesferse, meine Damen und Herren, liegt im Finanzsystem. Deutsche Institute haben Engagements in Frankreich in schwindelerregender Höhe, in Staatsanleihen, Krediten, Derivaten. Diese gigantische Verflechtung ist nur so lange stabil, wie das politische Fundament hält. Bröckelt dieses Fundament, dann kippt nicht eine Bilanz. Dann gerät ein ganzes System ins Wanken. Stellen Sie sich diese Frage. Ist Ihr Depot gegen einen solchen Dominoeffekt gewappnet? Und die Industrie? Sie ist nicht getrennt davon. Unsere Lieferketten sind ein europäisches Nervensystem.
Frankreich ist ein lebenswichtiger Knotenpunkt. Handelsbarrieren würden dieses Nervensystem lähmten. Wir reden dann nicht von sinkenden Gewinnen, sondern von stillstehenden Fließbändern, von Kurzarbeit, von existenziellen Gewinnwarnungen. Parallel dazu lief in Berlin ein politisches Drama ab. Die nach außen gezeigte Geschlossenheit der Koalition war hart erkämpft. Während einige eine harte Linie forderten, drängten andere auf weiche Verhandlungen. Das finale Ultimatum war kein Sieg der Prinzipien, sondern ein Kompromiss des Drucks. Man kaufte Zeit, aber man löste kein einziges Grundproblem. Genau hier liegt die fatale Schwäche der jetzigen Lage. Die Märkte atmen auf, aber das Vertrauen ist nachhaltig beschädigt. Ein Präzedenzfall ist geschaffen. Jeder Investor weiß jetzt, die Stabilität der Eurozone ist verhandelbar. Die nächste Forderung kommt bestimmt. Vielleicht aus Rom, vielleicht aus einem anderen Hauptstadt. Was denken Sie? Wer ist der nächste Akteur in diesem Drama? Schreiben Sie es mir unten. Was bedeutet das alles nun konkret für Sie und Ihr Portfolio? Die Panik von gestern ist vorbei. Doch investieren bedeutet, die Zukunft zu managen, nicht die Vergangenheit. Erstens. Diese Erholungsrallye ist eine Falle und gleichzeitig Ihre Chance. Steigende Kurse dürfen Sie nicht in Sicherheit wiegen. Nutzen Sie sie. Gehen Sie Ihre Positionen durch. Reduzieren Sie Übergewichte in Eurozonenbanken und in Unternehmen, die zu sehr am französischen Markt hängen. Bauen Sie stattdessen die defensiven Säulen aus. Versorger, Gesundheit, Basiskonsum. Das ist kein Handel für schnelle Gewinne. Das ist der Bau Ihres Schutzbunkers. Zweitens, Ihre neue Währung heißt Diversifikation. Streuen Sie geografisch. Schauen Sie nach Nordamerika, in stabile Schwellenländer. Und denken Sie über einen kleinen physischen Goldanteil nach, außerhalb des Bankensystems. Das ist keine Angstmacherei. Das ist Vernunft in einem Zeitalter der politischen Überraschungen. Drittens. Vergessen Sie nie. Politik ist der neue dominante Markttreiber. Sie müssen die Debatten in europäischen Hauptstädten so genau verfolgen wie die Quartalszahlen Ihrer Aktien. Der nächste Marktcrash beginnt nicht in einer Bilanz, sondern in einem geleakten Ministeriumspapier. Mein Fazit ist klar. Wir haben nicht das Ende, sondern nur den Beginn einer neuen chronischen Krisenphase erlebt. Europa ist ein Dauerspannungszustand. Das schafft enorme Risiken. Aber es schafft auch immer wieder krasse Chancen, nämlich dann, wenn politische Panik die Kurse solider Unternehmen in den Keller treibt. Ihre Strategie für die kommenden Jahre lautet deshalb Wachsamkeit und die gezielte Nutzung von Volatilität. Halten Sie Liquidität bereit, stärken Sie Ihre Defensive und haben Sie den Mut zuzugreifen, wenn alle anderen nur noch verkaufen wollen. Denn am Ende geht es nicht darum, klüger zu sein als die Politiker. Es geht darum, disziplinierter zu sein als der durchschnittliche Investor. Diese Woche war Ihr Weckruf. Haben Sie bereits Positionen angepasst? Wo sehen Sie die größte Gefahr? Diskutieren wir es in den Kommentaren. Ihre Perspektive ist wichtig. Bleiben Sie wachsam. Bleiben Sie informiert. Und vor allem, bleiben Sie handlungsfähig.